Und jetzt das Heute-Journal mit Hannah Zimmermann und Dunja Hayali. Live aus Mainz, schönen guten Abend. Fast 4 Wochen haben Kanzler, Finanz- sowie Wirtschaftsminister verhandelt. Letzte Woche Mittwoch wurde dann der grobe Rahmen für den Haushalt 2024 veröffentlicht. Seitdem wurde diese Einigung zerredet und zerpflückt. Von der Opposition, was klar ist, aber auch von der Regierung selbst, was eigentlich auch kaum noch jemanden wundert, nach all den öffentlichen Ampelstreits in diesem Jahr. Heute nun hat die Ampel ausführliche Details des Sparhaushaltes veröffentlicht. Und siehe da, es gibt Änderungen, aber die sind so marginal, dass sie niemanden zufriedenstellen. Andreas Künast. An dem Abend, an dem sein Haushaltsentwurf endgültig die halbe Landwirtschaft verärgert, die halbe Luftverkehrswirtschaft und das halbe Kabinett, sitzt Olaf Scholz allein in seinem Büro. Der Kanzler hat Corona und kann die Streichliste nicht verteidigen. Der Finanzminister will nicht. Lindner hat am Abend einen Termin in Paris. Und mit der deutschen Innenpolitik hat das nichts zu tun. Danke. Bitte. 200 Stunden hat Lindner mit Scholz und Habeck verhandelt und nicht jede Steuererhöhung verhindern können. Durch die Erhöhung der Ticketsteuer wird Fliegen teurer, je nach Reiseziel um ca. 12 bis ca. 58 € pro Flug bei allen Airlines. Die ursprünglich geplante Einführung einer Kerosinsteuer ist dagegen vom Tisch. Sie hätte vor allem Lufthansa getroffen. Nicht erweichen ließ sich die Ampel von den Protesten der Landwirte. Für Fahrzeuge in der Landwirtschaft soll Kfz-Steuer fällig werden, Ersparnis 480 Millionen. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung für Agrardiesel soll 440 Millionen bringen. Wenn man das herunterbricht auf die einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe, dann sind es eben ganz eklatante Mehrausgaben und Mindereinnahmen, die es dort gibt. Und deswegen ist es einfach nicht gerecht. Die Ausgaben für das internationale Engagement Deutschlands werden um 800 Millionen gesenkt. Je 200 Millionen gehen zu Lasten des Außen- und des Wirtschaftsministeriums. 400 Millionen weniger bekommt das Entwicklungsressort. Das alles stopft aber nicht das 30-Milliarden-Loch. Deshalb will die Regierung prüfen, ob sie auch nächstes Jahr die Schuldenbremse aussetzen kann. Zumindest für die 2,7 Milliarden € für die Fluthilfe im Ahrtal. Es wird Protest geben, auf der Straße, im Parlament, vielleicht im Kabinett. Corona wird gehen. Einsam wird's bleiben. Die Details des Haushalts werden morgen dem Kabinett vorgelegt. Ende Januar soll der Bundestag den Haushalt dann beschließen und Anfang Februar geht dann das Ganze in den Bundesrat. Diana Zimmermann in Berlin. Es wird also gespart und es wird Maßnahmen geben, die zu höheren Einnahmen des Staates führen. Wo werden denn Unternehmen und Haushalte die Belastung ganz konkret zu spüren bekommen? Also tendenziell kann man sagen, dass umweltschädliches Verhalten bestraft wird. Das geht erstmal damit einher, dass der CO2-Preis ansteigen wird. Das trifft natürlich vor allen Dingen Autofahrer und Pendler. Die Ticketsteuer wird erhöht, wie wir gerade im Beitrag gesehen haben. Das macht das Fliegen teurer. Der Verbrauch von Plastik wird teurer, denn die EU-Plastikabgabe, die bisher vom Staat bezahlt wurde, wird demnächst von den Unternehmen entrichtet. Das sind 1,4 Milliarden im Jahr, die die Unternehmen wahrscheinlich früher oder später auf die Verbraucher abwälzen werden. Wenn man den Landwirten zuhört, kann man damit rechnen, dass die Lebensmittel teurer werden. Und auch die Bürgergeldempfänger wird es treffen. Diejenigen, die eine Ausbildung machen, bekommen künftig keine Boni mehr dafür. Und wer sich einer Arbeitsaufnahme verweigert, den treffen härtere Abzüge als bisher. An all diesen Dingen gab es Kritik, und zwar von außen wie von innen, also auch innerhalb der Ampel. Bleibt es denn dann jetzt wirklich bei diesem Haushaltsplan oder kann sich nicht doch noch mal was ändern? Also, dass der Haushaltsplan jetzt doch morgen im Kabinett ist, ist ja ein ganz klares Zeichen der Regierung, die sagen will, stopp jetzt mit diesen Diskussionen, die irgendwie alles wieder kaputt reden. Es soll jetzt so bleiben. Natürlich ist es aber so, dass der Finanzminister momentan mit den Ministerien redet, um die Gesetzesvorlage vorzubereiten. Da gibt es sicherlich heftige Diskussionen. Und wie man die Ampel kennt, werden davon auch einige sicherlich noch an die Öffentlichkeit kommen. Schlussendlich aber soll ja die Schuldenbremse eingehalten werden. Und deswegen ist das Budget eben begrenzt. Das bedeutet, wenn Cem Özdemir tatsächlich seinen Landwirten diesen billigen Agrardiesel etwa retten möchte, dann muss er in seinem eigenen Haushalt dafür Ersatz finden. Und die Kritik von außen, also Opposition und Co., Landwirte hattest du ja schon angesprochen, die wird weitergehen, oder?
Ja, die haben jetzt schwarz auf weiß, was für sie alles teurer wird. Das wird relativ laut werden, könnte man annehmen. So wurde es zumindest angekündigt. Die Opposition, also die Union, sagte heute, man würde daran an diesen Eckpunkten sehen, dass es weniger ein Abbau von Subventionen sei, als eben doch versteckte Steuererhöhungen. Insgesamt, glaube ich, kann man relativ sicher sagen, dass die Ampel sich mit diesen Sparmaßnahmen im neuen Jahr wenig Freunde machen wird. Einschätzungen live aus Berlin von Diana Zimmermann. Vielen Dank. Und wir machen weiter mit dem nächsten Streit, der seit Jahren für viel Aufregung sorgt. Es geht um den sogenannten Kreuzerlass in Bayern. Seit 2018 muss in allen staatlichen Gebäuden gut sichtbar ein Kreuz hängen. Markus Söder, der die Vorschrift wenige Monate vor der Landtagswahl 2018 präsentierte, wurde damals von vielen kritisiert, selbst vom Münchner Kardinal Reinhard Marx. Aber Gerichte entscheiden nicht darüber, ob der Ministerpräsident das Kreuz für Wahlkampfzwecke missbraucht hat, sondern ob das Anbringen eines Kruzifixes im Eingangsbereich einer Amtsstube im Einklang mit dem Neutralitätsgebot des Staates ist. Ist es, urteilt heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Sarah Tacke. Auch hier hängt es im Oberlandesgericht München und in staatlichen bayerischen Schulen, bei der bayerischen Polizei, in bayerischen Finanzämtern. Insgesamt in mehr als 10.000 bayerischen Dienstgebäuden wird geschätzt. Und zwar, weil er es so will, Markus Söder. Im April 2018 hängt er medienwirksam ein Kreuz in der bayerischen Staatskanzlei auf. Es war eine seiner ersten Amtshandlungen als bayerischer Ministerpräsident. Zuvor hatte sein Kabinett beschlossen, im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes ist als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen. Und dieser Kreuzerlass hat Bestand, urteilen heute die obersten Verwaltungsrichter. Ihr Argument? Von den Kreuzen gehe kein Werbeeffekt für das Christentum aus. Die Neutralitätspflicht des Staates sei nicht verletzt. Ein Kreuzurteil also, das ganz im Sinne Bayerns ist. Der Ministerpräsident freut sich, ich freue mich. Wir haben diese Anordnung so erlassen. Und das ganze Kabinett hat heute diese Entscheidung natürlich mit Freude zur Kenntnis genommen. Wir sind uns daran einig. Und ich denke, das ist eine gute Grundlage auch für die weitere werteorientierte Politik der bayerischen Staatsregierung. Und die Entscheidung fürs Kreuz in Behörden scheint auch bei Bürgern in Bayern gut anzukommen. Ich habe mich gewundert, dass das Gericht so entscheidet, aber bayerisch. Wir sind in Bayern. Vor allen Dingen war immer ein Land mit christlicher Tradition. Es ist unsere Religion und wir sollten zu unserer Religion stehen. Weil im deutschen Raum überwiegend natürlich christliche Leute auch sind und finde ich gut, dass Kreuze dort hängen. Ja. Und klar ist, die Kreuze in Bayerns Dienstgebäuden bleiben erstmal hängen. Das letzte Wort im Kreuzstreit könnte allerdings das Bundesverfassungsgericht haben. Und die Leiterin unserer Rechtsredaktion ist zu uns ins Studio gekommen, Sarah Tacke. Schönen guten Abend. Abend. Sarah, dann doch noch mal nachgefragt. Wir sind ja ein säkulares Land. Also das heißt, wir haben eine Trennung von Kirche und Staat. Ist denn das mit diesem Urteil wirklich noch gewahrt? Ja, sagen die Richter des obersten Verwaltungsgerichts. Ihr Argument: Trennung von Kirche und Staat gilt in Deutschland, die Neutralitätspflicht auch. Das heißt, der Staat muss grundsätzlich offen sein für jegliche Religiosität und Weltanschauung. Aber das bedeutet gerade nicht, dass der Staat frei sein muss von jeglichen religiösen Symbolen. Es bedeutet vielmehr, dass er sich nicht identifizieren darf mit einer bestimmten Religion, dass er nicht werben darf für eine bestimmte Religion. Und jetzt kommt's. Die Richter haben argumentiert, in den Dienstgebäuden hänge zwar ein Kreuz, aber das besage nicht, dass der Staat sich damit identifiziere, für diese Religion, in diesem Fall das Christentum, werbe, sondern so wie es im Erlass steht, dass der Staat damit auf die geschichtliche Bedeutung Bayerns aufmerksam machen wolle. Nun ist natürlich die Schwierigkeit, unter diesen Kreuzen in den Behörden gibt es keine Fußnote, die sagt, übrigens, wir hängen hier nicht als Symbol des Christentums, um dafür zu werben. Der Staat identifiziert sich nämlich mit diesem Kreuz, sondern es ist nur ein Beleg dafür, dass wir christliche Wurzeln in Bayern haben. Es wurde aber in der mündlichen Verhandlung genau darüber diskutiert, ob es nicht an allen Kreuzen in Behörden eine solche Plakette geben muss.
Nein, haben sie jetzt entschieden, das Kreuz kann hängen bleiben, auch ohne Plakette. Und auch interessant, die Vorinstanz hatte noch gesagt, die Kreuze in den Behörden verletzen die Neutralitätspflicht des Staates, aber sie würden nur im Eingangsbereich hängen. Man könnte ja dran vorbeigehen, man muss nicht hinschauen. Das heißt unterm Strich Trennung von Staat und Kirche. Ja, Neutralitätspflicht gewahrt, aber die Gerichte argumentieren sehr unterschiedlich und nicht jedes Argument ist überzeugend. Okay, das ist auch ein bisschen verwirrend. Okay, aber heute gab es jetzt erstmal das Urteil. Und interpretiere ich das dann richtig, dass im Grunde, es gilt ja jetzt nicht nur für Bayern, sondern für ganz Deutschland, dass jeder im Grunde auch aufhängen kann, was er möchte? Also egal von welcher Religion quasi. Genau so ist es. Also wenn man dieses Urteil zugrunde legt, kann man auch sagen, wir hängen einen Davidstern auf oder wir hängen einen Halbmond auf. Weil die Richter ja ganz klar argumentieren, das Aufhängen eines Halbmonds bedeutet nicht, der Staat identifiziert sich jetzt mit dem Islam, sondern es bedeutet nur, dass der Staat beispielsweise weltoffen ist und deshalb auch den Halbmond aufhängt. Das heißt, solange das im Eingangsbereich stattfindet. Solange es im Eingangsbereich hängt, aber dann ist es möglich und eben nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland, weil die Grundsätze, die hier heute aufgestellt wurden, fürs ganze Land gelten. Sagt Sarah Tacke. Danke für deine Einschätzung. Und wir haben also gelernt, die Kreuze in Bayerns Behörden dürfen hängen bleiben. Zunächst hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Klage abgewiesen. Heute also auch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Doch eventuell sind aller guten Dinge 3, denn der Religionskritische Bund für Geistesfreiheit will jetzt vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Und heute gab es noch ein weiteres Urteil. Da geht es auch um Kreuze, Hanna, aber um die auf Wahlzetteln. Ja, ganz genau. Und zwar bei der Bundestagswahl 2021. Diese muss in Berlin wegen zahlreicher Wahlfehler in 455 der 2256 Wahlbezirke wiederholt werden. Das entschied das Bundesverfassungsgericht. Die Wahlwiederholung soll am 11. Februar stattfinden. Auf die Zusammensetzung des aktuellen Bundestags dürfte sie aber keine große Auswirkung haben. Bei der Wahl 2021 hatten in der Hauptstadt unter anderem ausreichend Stimmzettel und Wahlkabinen gefehlt. Zudem konnte in manchen Wahllokalen noch nach 18 Uhr abgestimmt werden. Bahnreisende müssen sich im neuen Jahr auf längere Streiks einstellen. In einer Urabstimmung sprachen sich 97% der Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL für unbefristete Arbeitskämpfe aus. Die Ausstände drohen frühestens ab dem 8. Januar. Die Tarifgespräche zwischen Bahn und GDL sind festgefahren. Eine Kernforderung der Gewerkschaft ist eine Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Dies lehnt die Deutsche Bahn ab. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat bei seiner Jahrespressekonferenz erklärt, dass das ukrainische Militär eine Mobilisierung von bis zu 500.000 zusätzlichen Soldaten gefordert hat. Eine endgültige Entscheidung dazu sei aber noch nicht gefallen. Die Frage sei politisch heikel. Zum Kriegsverlauf sagte Selenskyj, dass es viele Verluste gebe, die Ukraine aber jeden Monat stärker werde. Zudem setzt der ukrainische Präsident weiter auf Militärhilfen aus den USA und Europa. 4,5 Monate nach dem Militärputsch in Niger ist Verteidigungsminister Pistorius als erstes deutsches Regierungsmitglied in das westafrikanische Land gereist. Die Bundeswehr unterhält dort einen Lufttransportstützpunkt. Ziel von Pistorius ist es, diesen zu erhalten. Pistorius bot der Militärregierung zudem die Wiederaufnahme von Kooperationsprojekten an, wie etwa den Bau eines Militärkrankenhauses. Nach dem Putsch Ende Juli hatte sich Niger zunehmend Russland zugewandt. Nach dem schweren Erdbeben im Nordwesten von China ist die Zahl der Todesopfer mittlerweile auf über 120 gestiegen. Rettungskräfte suchen unter den Trümmern bei Minusgraden weiter nach Überlebenden. Hunderte Häuser wurden zerstört. Vielerorts ist die Strom- und Wasserversorgung unterbrochen. Das Beben der Stärke 6,2 hatte vergangene Nacht viele Menschen im Schlaf überrascht. Die betroffene Provinz Gansu gilt als eine der ärmsten Chinas. Einen Flächenbrand hat der Krieg in Israel nicht ausgelöst, aber sowohl die Hisbollah im Libanon als auch die Houthis im Jemen mischen sich jeweils auf ihre ganz eigene Art und Weise immer wieder in den Krieg ein. So feuert die jemenitische Miliz nicht nur Raketen auf Israel ab, sondern greift auch immer wieder Frachter im Roten Meer an, die aus ihrer Sicht eine Verbindung
zu Israel haben. Konsequenz: mehrere Reedereien meiden bis auf Weiteres den Suezkanal und das Rote Meer, nehmen stattdessen den Weg um das Kap der Guten Hoffnung. Da das auf Dauer aber keine Lösung ist, unter anderem auch wegen der steigenden Kosten, gibt es nun Gegenmaßnahmen. Zum Schutz der Seefahrt bilden die USA eine Militärkoalition. 10 Staaten wollen wohl mitmachen, Deutschland nicht, noch nicht. Claudia Bates. Irgendwo im Roten Meer im November. Der Helikopter trägt die jemenitische und die palästinensische Flagge. Im Visier das Frachtschiff Galaxy Leader, ein Autotransporter auf dem Weg nach Indien. Schwer bewaffnete Houthi-Rebellen kapern das Schiff, nehmen die 22-köpfige Besatzung gefangen. Die Galaxy Leader soll von einem Unternehmen betrieben werden, das zum Teil einem britisch-israelischen Geschäftsmann gehört. Wir warnen die sich mit dem zionistischen Feind verbündet haben und die sicherstellen, dass seine Schiffe hier fahren, dass sie als legitimes Ziel gesehen werden. Wir sind vorbereitet für Kampfhandlungen, bis die Zionisten ihre Attacken auf Gaza einstellen. Den USA reicht es. Die Angriffe auf Schiffe häufen sich, sie seien inakzeptabel und rücksichtslos, so US-Verteidigungsminister Austin unterwegs im Nahen Osten. Sie bedrohten die Schifffahrt und den freien Handelsverkehr. Und so haben die USA eine internationale Allianz geschmiedet zum Schutz der Handelsschifffahrt im Roten Meer. Heute haben wir die Operation Prosperity Guardian gestartet. Diese Operation bringt mehr als ein Dutzend Länder aus der ganzen Welt zusammen, um gemeinsam das Rote Meer und den Golf von Aden zu überwachen. Der US-Zerstörer USS Carney hat bereits zahlreiche Drohnen zerstört, die sich ihm oder zivilen Schiffen näherten. Nun sollen den amerikanischen Schiffen weitere folgen, aus Italien, aus Frankreich, aus Großbritannien, um diese wichtige strategische Wasserstraße sicher zu halten. Die jemenitische Houthi-Miliz wird vom Iran mit Waffen unterstützt und solidarisiert sich mit der Hamas im Gazastreifen. Immer wieder greifen die Rebellen Schiffe an, beschießen Ziele in Israel mit Raketen und Drohnen sowie auch US-Einrichtungen in der Region. Irgendwann muss man die Ursachen bekämpfen, nicht die Symptome. Iran ist die Wurzel, die Houthis sind nur ein Symptom. Wir können klein anfangen und die Bedrohung durch die Houthi-Rebellen unterbinden, aber letztlich müssen die USA gemeinsam mit internationalen Partnern ihren Blick auf Iran richten und was er in der ganzen Region tut. Große Reedereien haben erstmal ihre Fahrten durchs Rote Meer aus Sicherheitsgründen gestoppt, darunter Maersk und Hapag-Lloyd. Über das Rote Meer laufen bis zu 12% des Welthandels. Diese Route zu meiden kostet Zeit und Geld. Experten rechnen mit möglicherweise erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen. Und diese Konsequenzen wollen wir uns jetzt noch einmal genauer anschauen. Tausende Kilometer Umweg nehmen die großen Reedereien in Kauf. Frank Bethmann, was bedeutet das für den Welthandel und letztendlich für den Endverbraucher? Naja, zunächst einmal sind die Waren länger unterwegs, weswegen zahlreiche Produkte entsprechend später auch hier in Deutschland ankommen werden. Darunter, so hört man zum Beispiel von der Reederei Hapag-Lloyd, Sportbekleidung, Mobiltelefone, aber auch Solarpaneele, Maschinen und Maschinenteile. Und dieses länger auf See kostet auch deutlich mehr Treibstoff. Zudem werden die Reedereien die Frachtraten erhöhen. Auch sind Versicherungsprämien nach oben geschnellt. Ein Teil dieser Mehrkosten dürfen die Unternehmen an die Verbraucher weitergeben. Anders als vor 2 Jahren, als im Suezkanal ein Frachter querstand, rechnen die meisten Ökonomen jedoch nicht mit großen Preissprüngen oder weitreichenden Lieferengpässen. Kurzfristig jedenfalls nicht. Nun hat ja auch der Ölkonzern BP seine Öltransporte durch diese Region gestoppt. Ist mit steigenden Ölpreisen zu rechnen? Heute verteuerte sich das Öl, allerdings rechnen die Fachleute auch hier vorerst nicht mit signifikanten Preissprüngen. Anders die Situation beim Gas. Europa ist auf Flüssiggaslieferungen aus dem Mittleren Osten angewiesen. Und so sind hier die Referenzpreise tatsächlich um bis zu 14% nach oben geschossen. Beim Gas scheint also gegenwärtig das größte Risiko zu liegen. Vielen Dank, Frank, für diese Einordnungen. Ja.
Rund 8 Monate nach den Messerattacken in Duisburg ist ein bekennender IS-Anhänger wegen Mordes und mehrfachen Mordversuchs zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Düsseldorf stellte zudem eine besondere Schwere der Schuld fest und verhängte anschließende Sicherungsverwahrung. Der 27-jährige Syrer hatte im April auf offener Straße einen Mann erstochen und wenige Tage später 4 Menschen in einem Fitnessstudio schwer verletzt. Vor dem Landgericht Dortmund hat heute ein Prozess gegen 5 Polizisten begonnen. Hintergrund ist der Tod eines minderjährigen Geflüchteten aus dem Senegal bei einem Einsatz im Sommer 2022. Der 16-Jährige war damals durch 5 Schüsse eines Polizisten getötet worden. Dem Beamten wird Totschlag vorgeworfen, den anderen beteiligten Polizistinnen und Polizisten unter anderem schwere Körperverletzungen. Zu dem Einsatz war es gekommen, weil der Jugendliche gedroht hatte, sich mit einem Messer selbst zu töten. Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat der 16. und letzte Spieltag des Jahres begonnen mit 3 Partien an diesem Dienstag und folgenden Ergebnissen. Werder Bremen gegen RB Leipzig 1:1, ebenfalls 1:1 trennen sich Borussia Dortmund und Mainz 05. TSG Hoffenheim gegen Darmstadt. Auch dieses Spiel endet unentschieden 3:3. Das, was gerade auf Island passiert, kommt für die Menschen dort nicht ganz unerwartet. Aber die Dimension, die überrascht dann doch. Eine etwa 4 Kilometer lange Vulkanspalte hat sich in der Nacht da aufgetan. Dazu muss man wissen, Island ist die größte und aktivste Vulkanregion Europas. Denn die Insel liegt auf 2 riesigen Erdplatten, der nordamerikanischen und der eurasischen Platte. Und 2 Zentimeter pro Jahr driften diese beiden auseinander. Dadurch hat sich der mittelatlantische Rücken gebildet, und zwar am Meeresgrund. Aber er zieht sich auch einmal quer durchs Land. Insgesamt ist die Erdkruste bei Island eher dünn, sodass sich das Magma ziemlich schnell aus dem Erdinneren nach oben drücken kann. Also im Grunde ist so auch die ganze Insel entstanden. Es gibt also unterirdische Aktivitäten, die erzeugen dann Erdbeben und die wiederum sind Vorboten von Vulkanausbrüchen. Und genau das alles ist nahe der Stadt Grindavik passiert, die bereits im November vorsorglich geräumt wurde. Henna Hebestreit berichtet. Es sind gute Nachrichten, die Islands Küstenwache von einem Inspektionsflug über schaurig schönes Gelände mitgebracht hat. Wo sich in der Nacht die Erde aufgetan und wo pro Sekunde bis zu 200 Kubikmeter Lava in die Höhe geschossen waren, entspannt sich die Situation. Zwar sind es jede Sekunde immer noch umgerechnet bis zu 50 große Badewannen voll geschmolzenem Gestein, die in Islands Winterhimmel schießen, aber es ist mehr Naturspektakel als Naturkatastrophe. Ich bin ganz aufgeregt, das alles hier erleben zu können, dass ich dieses Naturerlebnis mitbekomme, das hier gerade passiert. Einfach der Lava zuzuschauen, wie sie aus der Erde quillt. Es ist so faszinierend, die Natur in Action zu erleben. Es sieht aus wie in einem Film. Was hier passiert, ist genau das Szenario, vor dem sich die knapp 4000 Einwohner der Hafenstadt Grindavik seit Wochen fürchten. Unzählige Erdbeben hatten im November den Vulkanausbruch angekündigt. Als mitten im Ort tiefe Risse aufbrachen und viele Häuser beschädigt wurden, ließen die Behörden Grindavik sogar räumen. Wissenschaftler waren überzeugt, dass es rund um den Ort zu einer Eruption kommen werde. Wir wissen, hier auf der Reykjanes-Halbinsel passiert es ungefähr jede 800 Jahre. Und im Mittelalter hatten wir es zuletzt gehabt und jetzt geht es wieder los. In Grindavik können sie erst einmal aufatmen. Wie ein zäher Brei fließt die Lava etwa 3000 Meter vom Ort entfernt in Richtung unbewohntes Gelände. Um ein Geothermiekraftwerk, das wie dieses hier die Halbinsel mit Strom versorgt, haben sie Dämme gebaut. Vulkanforscher in Italien und auf Hawaii haben herausgefunden, dass man Lava kaum bremsen, aber ganz gut lenken kann. Genau dieses Wissen nutzen sie hier. Damit versuchen wir, die Lava dahin zu leiten, wo sie nichts anrichten kann. Wenn alles gut geht, wird sie in den Ozean fließen. Wenn das Konzept aufgeht, ist dieser Vulkanausbruch wohl nicht viel mehr als eine weitere Touristenattraktion auf dieser wilden Insel zwischen Europa
und Nordamerika. Und zum Schluss noch eine gute Nachricht. Gundula Gause, die ja hier gestern während der Sendung eine Kreislaufschwäche erlitten hat, geht es wieder besser und sie bedankt sich sehr herzlich für all die netten Genesungswünsche. Weiterhin also gute Besserung, auch vom gesamten Team. Ja, und dann noch der Hinweis auf unser Heute-Journal-Update gegen 0:30 Uhr mit Christopher Wehrmann. Das war's von uns. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Tschüss. Guten Abend. Das wird eine sehr stürmische zweite Wochenhälfte. Wir erwarten den Höhepunkt des Sturmes am Donnerstag in der Nacht auf Freitag und Freitag über Tag. Wir sprechen dann von Orkanböen an der Küste, aber auch in den Bergen. Und es kommt nicht nur viel Wind, viel Sturm, sondern auch viel Regen. Bis Heiligabend können in einigen Staulagen im Nordwesten, vor allen Dingen an den Mittelgebirgen, bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Aber mal der Reihe nach. Heute Nacht regnet es auch schon und in den Mittelgebirgen oberhalb von 600 bis 800 Meter mischt sich auch mal nasser Schnee unter diesen Regen. Sonst wird das eine sehr regnerische Nacht bei Tiefstemperaturen zwischen 6 Grad an der Nordsee und 0 Grad in Niederbayern. Die Höchsttemperaturen morgen liegen am Alpenrand und auch in den östlichen Mittelgebirgen um 3 Grad. 9 Grad werden es am Niederrhein. Die Regen- und Schneeregenwolken ziehen dann morgen im Laufe des Tages hier südostwärts ab. Dann wird es hier im Südwesten ganz freundlich, bevor der nächste Regen von Nordwesten herankommt. Und zum späten Nachmittag und Abend können die Wolken an der Küste bei einem schon kräftigen Wind aus westlichen Richtungen durchaus mal aufreißen. Und dann wird es eben wirklich stürmisch. Und mit diesem vielen Regen wird der Boden immer mehr aufgeweicht. Die Bäume finden in diesem aufgeweichten Boden dann kaum noch Halt, werden also wahrscheinlich reihenweise umfallen. Die Temperaturen bleiben mild bei Werten zwischen 3 und 11 Grad. Guten Abend.